Es spielt keine Rolle, ob Sie ein Anfänger oder ein erfahrener Händler sind. Es gibt Platz für alle. Meine Methode für IQ Option wurde von Anfang an mein zuverlässiger Begleiter und bringt mir immer noch ein stabiles Einkommen. Sie ist zuverlässig, sicher und hat minimale Risiko. Machen Sie sich bereit. Jetzt werden Sie sehen, wie es funktioniert. Willkommen zu meinem Video über Einzahlungsbeschleunigung. Heute handeln wir auf der Plattform IQ Option. Es ist schon eine Weile her, seit wir ein Video mit dieser Plattform haben. Aber das Wichtigste ist, dass wir eine Strategie verwenden, die seit langer Zeit bei meinem Lieblingsbroker hervorragend funktioniert. Der Link ist natürlich in der Beschreibung. Wenn Sie Finanzierungs- und Registrierungsprobleme vermeiden wollen, wenn Sie schnelle Auszahlungen wünschen, klicken Sie einfach auf den Link. Dort werden Sie die besten Angebote und Bedingungen finden. Also heute beschleunigen wir die Einzahlung, also verwenden wir heute eine Strategie, die auf einem Indikator basiert. Alles ist so, wie wir es gewohnt sind. Sehr einfach, aber effektiv. Heute werden wir 2 Indikatoren hinzufügen. Ich meine einen Indikator, zweimal. Also, und das ist unsere geliebte Moving Average. Wir klicken ihn zweimal an und legen diese Einstellungen fest. Die Periode ist 12 oder 11. Der Typ ist MA und die Farbe ist grün. Wir speichern diese Einstellungen, dann öffnen wir wieder die Indikatorsliste. Diese Periode ist 56. Der Typ ist ebenfalls EMA. Die Farbe ist rot und wir machen ihn sehr dick. Dritter Typ. Stellen Sie sicher, dass Sie hier auf 15 Sekunden Kerze umschalten und die Verarbeitungszeit wird etwa 1 oder 1,5 Minuten betragen. Was im heutigen Handelsprozess sehr wichtig ist, die Verfallszeit, die Zeit Ihres Ziels, sollte mindestens 4 oder 5 Mal größer sein als die Zeit einer Kerze. Das ist sehr wichtig. Ich werde etwas später erklären, warum. Nachdem Sie 2 Indikatoren hinzugefügt haben, können Sie auf diese Schaltfläche klicken, einen Namen eingeben und den Indikator speichern. Zum Beispiel ist die Grafik jetzt leer. Wählen Sie sich entscheiden, mit dieser Strategie zu handeln, können Sie einfach hier und dann hier klicken, den Namen wählen, den Sie geschrieben haben und das war's. Die Indikatoren werden automatisch mit den vorbereitenden hinzugefügt, die wir benötigen. Kommen wir nun zurück zum Handeln. Was müssen wir wissen? Zunächst einmal, wie ich bereits gesagt habe, verwenden wir die Zeitspanne des Handels 4 oder 5 Mal länger als eine kurze Zeitrahmen. Das ist notwendig, damit wir lange Geschäfte machen können. Sehen Sie, es gibt 2 Linien, eine ist grün und die andere ist rot. Die grüne Linie ist schneller, die rote ist langsamer, deshalb kreuzen sie sich gelegentlich. Wenn die grüne Linie die rote Linie nach oben kreuzt und darüber bleibt, ist es ein Signal, dass eine Umkehr oder den Beginn einer Aufwärtstrends bestätigt. Wenn das aber umgekehrt passiert, wenn die grüne Linie unter die rote fehlt, ist das eine Bestätigung für den Beginn eines fallenden Trends. Ich hoffe, das ist klar. Deshalb haben wir in diesem Fall nach oben, in diesem und in den nächsten, in diesem Fall nur nach unten. Wechseln wir das nicht. Jetzt wählen wir ein Werkspar mit einer Grafik, die mir gefällt und fangen an, Geschäfte zu machen. Auf eine Besonderheit werde ich gleich hinweisen, wenn ich die Gelegenheit dazu habe. Sehen Sie. Hier ist eine Seitwärtsbewegung auf dem Markt. Der Markt bewegt sich weder nach unten noch nach oben. Er bewegt sich lediglich innerhalb einer Handelsspanne mit bestimmten oberen und unteren Grenzen. Da der Kurssektor innerhalb der Handelsspanne auf und ab springt, zeigt der Indikator eine Reihe von Schnittpunkten an. Aber der Handel mit diesen Schnittpunkten bedeutet den Verlust der gesamten Einlage, denn mit dieser Anzahl falscher Schnittpunkte werden Sie niemals einen Gewinn erzielen. Also ganz anders sieht es aus, wenn wir uns diesen Teil der Grafik ansehen. Hier gibt es einen klaren Aufwärtstrend und einen klaren Abwärtstrend. Wenn wir also eine Trendung sehen, werden wir sehen, dass es einen langen Aufwärtstrend gab und der Markt langsam nachschließt und sich umkehrt, sehen wir genau diesen Schnittpunkt. Nur in diesem Fall machen wir ein Geschäft. Lassen wir uns endlich zur
Praxis kommen. Ich denke, alles wird verständlicher, wenn wir anfangen, Geschäfte zu machen. Aber glauben Sie mir, so kompliziert ist es nicht. Also Leute, dieser sehr interessante Moment auf der Markt von Gold tritt auf. Die Volatilität hat stark und schnell zugenommen, aber ich denke, wir können während dieser Korrektur ein Geschäft machen. Was können wir hier feststellen? Erstens, es gab einen ziemlich langen Abwärtstrend, wenn wir im Maßstab diese speziellen Grafik betrachten, natürlich. Und dann kehrt sich der Grafik um und es kommt zu diesem Schnittpunkt. Im Grunde lassen wir uns heranzoomen. Was passiert, ist, dass die grüne Linie die rote nach oben kreuzt. Im Grunde genommen liegt die schnelle Linie jetzt über den langsamen, was den Aufwärtstrend bestätigt, die steigende Bewegung. Und nach einer Minute erhalten wir unsere 425 Gewinn. Natürlich hat dieses Geschäft viel höhere Risiken als ein normales Geschäft, denn entweder gibt es neue Finanznachrichten auf dem Markt. Denn schauen Sie nur, wie sehr die Volatilität gestiegen ist. Normalerweise ist es viel sicherer, in einer normalen Situation zu handeln. Heute werden wir versuchen, nur unter normalen Umständen. Wechseln wir also zur nächsten Grafik. Die Nachrichten haben sich hier kaum auf die Gesamtsituation ausgewirkt. Unsere aktuelle Aufgabe besteht darin, auf einen vollständigen Schnittpunkt der beiden Linien zu warten. Das bedeutet, dass die Kerze auch der Schnittpunkt voll, diese oder die nächste, sich vollständig bilden und in der Grafik festsetzen muss. Solange die Kerze noch in Bewegung ist und sich bildet, steigen wir nicht in den Markt ein. Sobald wir sehen, dass die Kerze gebildet hat, diese Kerze muss unbedingt rot sein, wird der Schnittpunkt in der Grafik bestätigt. Wir haben es nicht eilig, wir warten den Moment ab. Wir warten. Also, warten wir. Denn diese Kerze hat sich zum Beispiel grün gebildet, also ist der Schnittpunkt nicht vollständig. Also muss diese neue Kerze rot sein. Also, ja, es gibt solche Nuancen. Wir müssen auf eine vollständige Bestätigung eines Signals warten. Erst danach steigen wir in den Markt ein. Wir haben also den Schnittpunkt in der Grafik. Es wird nicht mehr verschwinden, egal welche Farbe die nächste Kerze hat. Was sehen wir hier im Allgemeinen? Die gesamte Situation ist recht ansprechend. Es gibt eine steigende Bewegung, keine unerwünschten Schnittpunkte. Die letzte Kreuzung ist voll aufgegangen. Jetzt gibt es eine Korrektur auf dem Markt. Ich weiß nicht, bis zu welchem Niveau die Korrektur andauern wird, aber das Wichtigste ist, dass dieser neue Schnittpunkt antaucht, der uns ein Signal für ein Geschäft zum Fallen gibt. Und in einer Minute muss der Markt das Signal abweichen. Das heißt, er muss unter unsere ursprüngliche Anstimmung fallen. Wir warten darauf, dass dies geschieht. Es bleibt noch 20 Sekunden, bis das Geschäft abgeschlossen ist. Schauen wir, wie es läuft. Leute, der Moment war ziemlich riskant. Nehmen wir an, das Geschäft wäre mit Gewinn abgeschlossen worden, dann hätte ich den Betrag des Geschäfts verdoppelt. Denn der Situation ist eindeutig der Preis wohl zurück zur roten gleitenden Durchschnittliche. Diese Linie ist sehr wichtig. Sie können feststellen, dass der Markt oft genau auf diese rote Linie reagiert, weil sie aufgrund ihrer großen Zeitspanne von 56 Jahren ziemlich groß und bedeutet ist. Daher ist der Greifer gerade zur roten Kerze zurückgekehrt, wie in dieser Situation. Wir können auch jetzt leicht weit nach unten handeln. Ich denke, der Markt wird ohnehin weiterfallen, obwohl es in diesem Moment schon gefährlich ist, abwärts zu handeln. Auf jeden Fall sollte man mit dem Sturm schwimmen, je nach Situation. Lasst uns nach dem nächsten Signal Ausschau halten. So Leute, die nächste Situation, eine Situation für einen möglichen Anstieg in den Markt. Das Wichtigste ist, dass wir auf eine vollständige Kreuzung warten müssen. Dafür brauchen wir japanische Kerzen, eine oder zwei davon nach der Kreuzung, die sich vollständig ausgleichen. Wenn diese Kerze zum Beispiel grün wird, sollte sich wahrscheinlich eine Kreuzung bilden. Wir warten also darauf, dass eine Schnittmenge erscheint und sich in der Grafik einbindet, um nicht falscherweise in den Markt einzusteigen. Und wir werden ein Geschäft für den Anstieg machen. Wir warten noch 5 Sekunden und beobachten. Also,
Super, ich denke, wir können jetzt einsteigen. Das einminütige Geschäft setzt voraus, dass der Markt die Bewegung beihält. Wenn wir eine schnelle Analyse durchführen, werden wir feststellen, dass der Markt nach den Finanzrechten zu fallen begann. Der Kurs hat versucht, aus der Aufwärtsbewegung auszusteigen, aber ich habe es nicht geschafft, also in einzuholen. Aber jetzt hat die Grafik das Potenzial, die Aufwärtsbewegung, von der wir gesprochen haben, umzukehren. Oder zumindest zu bestätigen. Es bleiben noch 45 Sekunden bis zum Ende. Also Leute, das Geschäft ist abgeschlossen. Er ist sehr nahe am Eröffnungspunkt geschlossen. Lasst uns versuchen, ein weiteres Geschäft zu machen, um zu steigen. Hoffentlich wird der Preis nicht wieder unter der roten Hauptlinie fallen. Wir eröffnen ein weiteres Geschäft. Die Gesamtsituation ist recht einfach. Es ist nur wichtig, die Grundregeln zu befolgen, die bei jeder Strategie funktionieren. Übrigens, ich veröffentliche oft Lehrvideos auf meinem Telegram-Kanal. Sie werden Ihnen helfen, die Gewinnrate Ihres Deals zu erhöhen, somit viel mehr Geld in einer Handelssitzung zu verdienen. Und wenn Sie weiterhin Geld verdienen, biete ich heute auch eine kostenlose Handelssitzung auf meinem Kanal an. Sie können also mitmachen und gemeinsam mit mir handeln. In der Zwischenzeit also schließt unser vierter Deal erfolgreich ab und bringt uns weitere $425 Nettogewinn. Lassen Sie uns eine weitere Situation finden. Also, das ist eine ähnliche Situation mit diesem Währungspaar Euro-USD. Der Markt begann nach den Finanzmärkten zu fallen. Jetzt hat sich der Markt erholt und die beiden Linien haben sich gekreuzt. Das Signal steht ungefähr hier. Der Markt befindet sich derzeit auf demselben Niveau, deshalb machen wir jetzt einen Deal. Es gab sogar eine kleine Korrektur in Richtung der gleitenden durchschnittlichen. Im Allgemeinen hat der Markt eine steigende Bewegung entwickelt. Der Trend hat sich offensichtlich geändert. Der Schnittpunkt bestätigt dies nur noch einmal. Das letzte Geschäft. Wenn er erfolgreich ist, werden wir eine anständige Menge Geld verdienen. 35 Sekunden sind noch übrig. Warten wir mal. So, schön. Vergessen Sie nicht, das frisch erworbene Wissen in der Praxis anzuwenden. Stellen Sie sicher, dass diese Strategie auf Ihren echten Konten testen. Und vergessen Sie nicht die Funktionen, die ich Ihnen am Anfang erklärt habe. Das sind sehr wichtige Dinge, die Ihren Handel profitabel machen werden. Ich sage nicht auf Wiedersehen, denn wir sehen uns in meinem nächsten Video.